Hi Leute, ich habe im April dieses Corona-Spiel entworfen. Warum heißt das Corona-Spiel? Naja, ihr ahnt es sicher. Das Ganze zusammengefügt ergibt unseren schönen Alltag. Ich möchte euch hier gerne mal die Spielregeln ein bisschen näher bringen für alle, die keinen Bock auf Lesen haben. Das Spiel ist gedacht für 7 Personen, maximal 7 Personen, und jede Person spielt eine Familie, die aus 4 Spielsteinen besteht. Das Spiel können Kinder ab 5 Jahre, denke ich mal, ungefähr spielen. Man würfelt und läuft mit den Figuren über die kleinen Felder und Ziel des Spiels ist, alle Figuren einer Familie bis zum Ziel zu bringen. Wichtig ist, das ganze Spiel ist kostenlos. Ihr könnt euch einfach das Spiel runterladen und die Spielpläne ausdrucken. Aber ich würde euch wirklich bitten, die Bilder nicht auf anderen Seiten zu veröffentlichen oder anderweitig zu kopieren. Das Spiel ist wirklich nur für den eigenen Gebrauch bestimmt. Ganz am Anfang heißt es Hände waschen. Alle stehen im Krankenhaus, waschen sich die Hände, verwenden Desinfektionsmittel und dann geht es nach draußen in eine Welt voller Gefahren. Es heißt Abstand halten, vorankommen ist nicht immer sinnvoll, wenn man auf einem Feld landet, auf dem bereits eine andere Figur einer anderen Familie steht oder auf einem Nachbarfeld von einer solchen Figur, dann kann man sich infizieren. Die stehen jetzt nebeneinander. Das wird dann mit einem Würfel ausgewürfelt vom Spielleiter, ob man sich infiziert hat. Bei einer 1, 3 oder 5 hat man sich infiziert und muss ins Krankenhaus gehen und muss 3 Runden aussetzen. Wir würfeln aus, ob sie infiziert sind. Nein, nicht infiziert. Super. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine 3 gewürfelt hätten, dann müsste die Figur, die hier gerade angekommen ist, wieder zurück ins Krankenhaus. Im Kindergarten, in der Schule, im Supermarkt und im Bus ist die Infektionsgefahr auch höher, das heißt, hier muss man 2 Felder Abstand halten. Auf den Feldern zwischen den einzelnen Orten sind immer kleine Papierschnipsel verteilt. Die Anzahl der Papierschnipsel richtet sich nach der Anzahl der Spieler. Das steht dann in den Spielregeln nochmal genauer drin. Und wenn man 3 Stück von diesen kleinen Papierschnipseln, das ist nämlich Toilettenpapier, gesammelt hat, gilt man als immun und muss keinen Abstand mehr halten. Wer es ein bisschen anspruchsvoller mag, kann natürlich die Anzahl der Papierschnipsel verringern oder noch ein paar andere Bedingungen sich ausdenken. Im Omnibus muss man 2 Felder Abstand halten. Für Eltern gilt natürlich keine Gnade. Im Kindergarten gibt es Sprungfelder, da kann man zur Schule vorwärts springen und kommt schneller voran. Aber Kindergarten und Schule haben auch nur sehr selten offen im Lockdown und das auch nur für kurze Zeit. Das heißt, wenn man an der Kita ankommt, muss der Spielleiter erstmal würfeln, ob die Kita offen ist und wenn ja, für wie viele Runden. Und schließlich kommt der Erste zum Kindergarten. Der Spielleiter würfelt eine 2, das heißt, der Kindergarten ist 2 Runden geöffnet und anschließend 5 Runden geschlossen. Wenn die Kita geschlossen hat, muss man eine Ehrenrunde im Park drehen. Der kann jetzt nach vorne rücken. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Schritte. Allerdings ließe sich zum Beispiel hier auch der 5. Schritt auf das Sprungfeld in die Schule machen. Dann müsste der Spielleiter natürlich in dem Moment auch ausrechnen, wie lange die Schule offen hat. Die Schule hat eine Runde offen. Das heißt, wenn das nächste Mal die Runde rumkommt, dürfte der Spieler wieder würfeln, aber dann ist die Schule schon wieder zu. Und was ist, wenn man plötzlich im Kindergarten oder in der Schule drin ist und der Kindergarten oder die Schule geschlossen wird? Pech gehabt. Formulare, Formulare, Formulare. Wahrscheinlich ist einfach nur eure Bescheinigung abgelaufen. Also müsst ihr zurück ins Krankenhaus, dort eine neue Bescheinigung ausstellen lassen, dann könnt ihr es nochmal versuchen. Vielleicht hat der Kindergarten ja dann wieder geöffnet. Das heißt, er wird es diesmal nicht schaffen und muss daher dann in der nächsten Runde, wenn er wieder dran ist und die Schule schließt, zurück ins Krankenhaus, um sich ein neues Formular zu holen, weil seine Bescheinigung abgelaufen ist. Hätte der Spielleiter jetzt eine 3 gewürfelt, hätte er es auf jeden Fall noch schaffen können, vorm Schließen der Schule auf Arbeit zu gelangen. Und um dann schließlich auf Arbeit zu gelangen, man ist es gewohnt mittlerweile, Kurzarbeit, Teilzeit, müssen beide geöffnet haben, Schule und Kindergarten, denn sonst wird es nichts mit der Arbeit. Nach der Arbeit steigen alle in den Bus. Vorsicht, hier muss man wieder 2 Felder Abstand halten. Und würde jetzt beispielsweise hier ein Papierschnipsel liegen und jemand würfelt eine 4, dann gehört ihm damit ein Toilettenpapierstück, was ihn immun machen kann.
wenn er 3 davon hat. Das gilt natürlich dann nur für diese Figur und nicht für die gesamte Familie. Logisch. Und nach der Arbeit geht's natürlich in den Supermarkt Hamsterkäufe machen. Ist klar. Und dafür muss jede Figur mindestens einmal auf folgenden Feldern stehen. Brot, Nudeln, Toilettenpapier. Und erst dann geht's ab nach Hause. Ich brauche Brot, Nudeln und Toilettenpapier. Brot habe ich. 1, 2, 3, 4. Genau, dann habe ich die Nudeln. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich habe Toilettenpapier und jetzt nichts wie raus aus dem Supermarkt. Und wer als erstes alle Familienmitglieder nach Hause geschafft hat, hat das Spiel gewonnen. So einfach ist es. Ihr seht, es ist ein spannendes Spiel für die ganze Familie. Und jetzt viel Spaß beim Spielen und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Spiel gefallen hat. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.